Hallo und herzlich willkommen bei meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin, Übersetzerin, Übersetzerkursentwicklerin und Autorin und ich arbeite mich gerade in das Strickdesign ein Strickstück von mir entworfen und gerade in der Testphase seht ihr an mir, das ist meine First Impression Blouse mit kurzem Arm. Es gibt eine Langarm- und eine Kurzarmversion und das ist halt die Kurzarmversion, wie ihr seht. Und ihr merkt schon, wir sind hier bei einem Strick-Podcast. Herzlich willkommen nochmal an meine Langjährigen, kann ich gar nicht sagen. Ich habe erst im Januar diesen Jahres angefangen. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen für meine bestehenden Abonnentinnen und Abonnenten und für alle neuen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, ihr werdet Abonnenten und Abonnentinnen und freue mich, dass ihr den Weg zu meinem Podcast gefunden habt. Ich habe heute einiges zu erzählen. Ich habe grundsätzlich immer einiges zu erzählen, komme nur nicht in letzter Zeit nicht so häufig dazu, das zu tun, weil Ferien sind und ich eine kleine Tochter habe, beziehungsweise eine Schulkind oder eine Tochter im Schulkindalter. Und heute ist der erste Tag, wo sie wirklich den ganzen Tag beschäftigt ist in den Ferienspielen und ich wieder Vollzeit arbeite. Und ich habe jetzt ein paar Minuten Zeit sozusagen, um eine neue Folge aufzunehmen, ohne dass ich gestört werde. Ja, und ich habe einiges erlebt in den letzten Wochen, auch einiges strickbezogene. Und das möchte ich mit euch teilen. Ja, wo fange ich an? Ich muss mal kurz überlegen. Ich habe hier eine riesen Kiste neben mir stehen. Ich habe einiges eingekauft. Ich habe ein paar Bücher. Ich habe ein paar allgemeine Infos. Ja, ich glaube, ich sage ein paar Worte zu der First Impression Blouse und dann steige ich quasi in die anderen Themen ein. Ich muss mal hier mich bequem hinsetzen, weil ich wahrscheinlich mindestens eine Stunde sprechen werde. Ja, die First Impression Blouse ist ein klassischer Rundpasse-Pullover mit Lace-Streifen. Die sieht man bei diesem Garn nicht so stark. Also in echt sieht man die eigentlich schon ziemlich stark, aber hier im Video eigentlich nicht so sehr. Gestrickt aus einem Single von Mondscharf, 366 Meter auf 100 Gramm, also Fingering-Stärke. Ich habe weniger als zwei Knäuel gebraucht, also weniger als 200 Gramm. Also ich habe bei meiner Version 4 Zunahmerunden gehabt und ansonsten ist das eigentlich ein recht einfach zu strickender Pullover. Dieser Lace-Streifen wiederholt sich einfach nur von oben nach unten und die Bündchen sind eine rechts verschränkt, eine links. Die Anleitung gibt es für die Kurzarmversion und für die Langarmversion ab Mitte August zu erwerben. Im Moment sind wir gerade am Testen. Vielen, vielen Dank an meine Testerinnen, die vielleicht zuschauen. Ich bin euch wirklich sehr dankbar. Die bisherigen Rückmeldungen haben mir sehr geholfen. Ein paar fertige Projekte gibt es auch schon. Also diejenigen, die schauen möchten, wie das bei anderen aussieht, können vielleicht auf Instagram über den Hashtag First Impression Blouse ein paar Fotos finden. Nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall. Die gibt es auch schon öffentlich. Und ansonsten, wie gesagt, ab Mitte August gibt es die Anleitung in deutscher Sprache und ich hoffe dann ein paar Wochen später auch in englischer Sprache, sodass wir so die 2 großen Sprachen abgehandelt haben. Was andere Sprachen angeht, bin ich mir nicht sicher, ob da großer Bedarf besteht im Moment, weil das eigentlich ein klassisches Design ist. Also klassisch nicht im Sinne traditionell, sondern einfach nur ein ganz normales Rundpassendesign ist. Aber, genau, nee, kein Aber.
An dieser Stelle würde ich quasi den Schnitt machen in Bezug auf diese First Impression Blouse und ich fange mit den eigentlich für heute vorgesehenen Themen an. Und zwar ist mir die Ehre zuteil geworden, ein Jurymitglied zu werden. Und zwar bei dem Lanafilia Reisekall. Lanafilia Reisekall wird, soweit ich das verstanden habe, auf Instagram ausgetragen. Definitiv wird er ausgetragen von der Kaya vom Lanafilia Shop und sie hat auch einen Audio-Podcast, nennt sich Wollinspirationen. Lege ich euch sehr ans Herz, wenn ihr diesen Podcast noch nicht kennt. Da kann man viel erfahren. Kaya macht auch immer wieder so ganz nicht spezielle Themen, sondern so Lernthemen. Sie erklärt dann insbesondere auch häufig in Bezug auf Sockenstricken zum Beispiel einige Sachen. Also es lohnt sich auch so als eine Art Weiterbildung dazu zu hören. Und ansonsten erfährt man auch sehr viel aus der Branche. Kaya hat, wie gesagt, einen eigenen Wollshop, in dem sie Garne aus dem Übersee verkauft, die ansonsten nirgendwo oder kaum irgendwo in Deutschland gekauft werden können. Also lohnt sich ja auch ein Blick in den Shop vielleicht, wenn ihr was Spezielles sucht. In ihrem Podcast erzählt sie auch häufig über so Branchenereignisse, sage ich mal. Zum Beispiel Tour de Vlies, also so ein Spinn-Event oder so ein Event kann man jetzt nicht sagen, aber so, also parallel zur Tour de France, also diesem Fahrradwettbewerb, findet sozusagen die Tour de Vlies statt, sodass man halt parallel einfach nur Wolle spinnt oder Garne spinnt. Ja, und bei ihrem Lanafilia Reisekall geht es darum, dass ihre Strickanleitungen für Socken, ich glaube, sie hat nur Sockenanleitungen, gestrickt werden, die Fotos geteilt werden und die schönsten Fotos am Ende prämiert werden. Und im Finale werden die Fotos von einer Jury ausgewählt und ich bin eins der Mitglieder. Informationen zum Lanafilia Reisekall, also zu dem Strickwettbewerb bzw. eher Fotowettbewerb von gestrickten Sachen von Kaya, gibt es in ihrer letzten Folge. Also in der letzten Folge von Wollinspirationen, ganz ausführliche Infos. Das ist die Folge vom 2. Juli 2023. Und ich wollte genau, die Jurymitglieder sind neben mir noch Caroline von Colorful Creativity. Sie hat halt einen YouTube-Podcast, den ich bisher nicht kannte, den muss ich mir anschauen. Und Christine von Bitte Stricken, sie hat auch einen Audio-Podcast und sie färbt auch Wolle. Ihre Wollfärbemarke nennt sich Wool Meets Color. Und die findet man sicherlich unter dieser Adresse im Internet bzw. auf Instagram. Ja, jedenfalls sind wir zu dritt als Jurymitglieder und wir werden dann die schönsten Fotos, wir werden Kaya helfen, die schönsten Fotos auszuwählen. Ich bin sehr gespannt auf eure Fotos und auf meine Erfahrung, in diesem Fall als Jurymitglied. Nummer 1 war das. Dann habe ich in meiner letzten regulären Folge über meinen Urlaub erzählt, in dem ich über Mainz und Karlsruhe zum Bodensee gefahren bin und da verschiedene Wollshops unter anderem besucht habe. Also ich habe nicht nur Wollshops besucht und ich habe auch nicht so viel stricken können, wie ich es mir erhofft habe. Aber ich habe ich habe überall, wo wir waren, auch Wollshops besucht und da auch fast überall was gekauft. Und über das meiste habe ich in der letzten regulären Folge erzählt. Was ich nicht erzählt habe, waren noch was ich angekündigt habe, waren noch 2 Shops. Einmal in Konstanz, das war der Shop Frau Schäfer Zeit zu stricken. Und das war der Finkhof in Bad Wurzach. Die beiden habe ich dann noch besucht und bei beiden habe ich auch was gekauft. Über den Shop von Susanne Schäfer, also deswegen Frau Schäfer,
kann ich Folgendes sagen. Grundsätzlich, also bevor ich zu dem Shop was sage, grundsätzlich mag ich es sehr, ganz kleine, mit Wolle richtig gefüllte Shops zu besuchen. Die können sehr gut sortiert sein und machen auch oft einen sehr gemütlichen Eindruck. Auf der anderen Seite habe ich so viele verschiedene Sachen im Kopf häufig, beziehungsweise auch in meinem Leben so als Aufgaben und Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen, dass ich es mir manchmal wünsche, in einem komplett leeren Raum zu sein, damit mein Kopf zur Ruhe kommen kann, ja, damit ich nicht zu viele Eindrücke bekomme, visuell. Und das ist in dem Shop von Susanne, ja, wie soll ich sagen, also dieses Bedürfnis wird in dem Shop von Susanne befriedigt. Und zwar auf eine sehr positive Art und Weise. Wenn man in den Shop reingeht, hat man den Eindruck, als wäre man in so einem gut sortierten, eleganten Schuhgeschäft, in dem nur schöne Pumps stehen, die man bewundert und halt anprobiert vielleicht und was kauft. Also ich habe da eine Videoaufnahme gemacht, ich werde sie irgendwo wahrscheinlich hier ist mehr Platz, einblenden. Und zwar, wie ihr seht, ist das, also auf den Regalen liegt nie oder häuft sich die Wolle nicht, sondern sie kommt richtig zur Geltung. Da liegen halt einzelne Knäule, so dass man einen Überblick bekommen kann, was es alles gibt, welche Marken repräsentiert sind. Auf der anderen Seite, wenn man nach einem Knäuel greifen würde oder greift, fällt nicht das gesamte Regal mit raus. Ja, was ja manchmal schon mal passieren kann in einzelnen Wollgeschäften, beziehungsweise auch in meinem Wolllager, meinem persönlichen Wolllager bei mir zu Hause. Und das ist so, also als ich da reingegangen bin, hatte ich direkt den Eindruck gehabt, hier kann man durchatmen. Fand ich wirklich sehr schön, ästhetisch, sehr ansprechend. Und wenn man so wie ich sehr viel eigenes Stash hat, war das ja auch sehr entspannend, einfach nur zu schauen, okay, das habe ich und das habe ich nicht. Also habe ich tatsächlich was gekauft. Das zeige ich gleich. Und ja, so allgemein zum Sortiment, Susanne führt so Marken wie Knitting for Olive, Sandnes Garn, Holstgarn, Chaos Garne und noch ein paar andere, Kremke Soul Wool und wahrscheinlich noch ein paar weitere Marken, die mir jetzt nicht einfallen, aber obwohl das Geschäft nicht so überfrachtet ist mit Wolle, findet eine an Nachhaltigkeit und Ästhetik interessierte Strickerin auf jeden Fall was für sich. Und es gibt auch eigene Färbungen oder eigene Wolle, da bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall gibt es eigene Anleitungen von Susanne. Die kann man im Shop wahrscheinlich zusammen mit der Wolle kaufen und alles kann man aber auch online bei ihr einkaufen. Ich werde den Shop auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. So, was habe ich da gekauft? Ich hatte ja bereits in Offenbach bei Maschenwaren Pure Silk von Knitting for Olive gekauft und habe gesehen und auch ein bisschen ausprobiert bis dahin, dass sie das traumhaft verstrickt. Also habe ich bei Frau Schäfer auch ein bisschen was gekauft, was ich halt zu irgendwas Sommerlichem verstricken möchte. Und das sind, ich glaube, das sind sie alle. Genau, das sind diese 4, und vielleicht auch nicht unbedingt sommerlich. Das sind diese 4 Knäuel, also 4. Von Knitting for Olive, Pure Silk in Farbe Ballerina 94641. Also 94641, Knitting for Olive, Pure Silk. Ja, das Garn ist sehr weich. Das sind 100% Bourette Silk und auf 50 Gramm haben wir 250 Meter, also 500 Meter auf 100 Gramm. Eine für mich sehr schöne Länge. Und ich möchte das nicht unbedingt pur verstricken,
obwohl es Pure Silk ist. Ein kleiner Witz am Rande. Sondern bei Susanne gab es reduziert diese zwei Knäuel von Ito. Silk Mohair Sensai ist das. Das hat 60% Mohair, 40% Silk und das sind 240 Meter auf 20 Gramm, also auch eine recht gute Länge. Und die passen natürlich perfekt zusammen. Sie hatte nur 2, das heißt, ich habe quasi für 2 Knäule Pure Silk habe ich 2 Knäule Sensai. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich 2 weitere nachkaufe und etwas insgesamt, also alles zusammen verstricke. Daraus würde ich sicherlich ein Pullover für mich bekommen. Und das reizt mich auch sehr, dass also ein reines Seidengarn zusammen mit Silk Mohair zu einem quasi Winterpullover oder Herbstpullover zu verstricken. Ich glaube, das werde ich auch machen. Also, das sind meine Einkäufe bei Susanne, Frau Schäfer. Dann hatte sie noch Ito Sensai in dieser Farbe, die Farbe bei, also dieses rosane, nennt sich, also ist Farbe 0300, Pale Blush. Und dieses hier ist 0301 Cream. Ja, das ist so ein ganz helles Peachy Pfirsichfarben quasi. Finde ich auch sehr schön im Moment. Das weiß ich nicht, was ich damit mache. Das werde ich wahrscheinlich als Beilaufgarn mit irgendwas nutzen. Ich habe, glaube ich, auch passende Garne, eine passende Farbe von Madame Benoit mit Leinen, Wolle und Leinen. Mal schauen. Das ist nicht ganz passend. Muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall werde ich schon finden, was ich damit mache. Und ich habe ein Buch gekauft bei Susanne. Das ist dieses hier. Um dieses Buch bin ich auch schon lange herumgelaufen. Das ist das Buch von Coco Knits Sweater Workshop von Julie Weisenberger. Oder Julie Weisenberger. Und hier wird eine spezielle Methode beschrieben, wie man Pullover entwirft mit einer speziellen Schulterkonstruktion. Und das ist, steht nur Coco Knits Methode zum Entwerfen von verschiedenen Pullover-Styles. Ja, vielleicht kann ich irgendwo ein Foto finden, wo man diese Schulterpartie gut sehen kann. Hier gibt es ganz unterschiedliche Modelle, die man damit quasi für sich anpassen kann. Ich glaube auch unterschiedliche Schulterkonstruktionen. Aber ich habe das eigentlich wegen einer, man sieht die Schultern irgendwo, wegen einer bestimmten Schulterkonstruktion gekauft, die die Anpassung an den eigenen Körper halt ja, besser hinkriegt. Hier sieht man es ein bisschen vielleicht. Nee, oder auch nicht. Man kann das leider nicht so umdrehen, dass man es sehen kann. Hier vielleicht. Also auf jeden Fall kann man mit diesem Buch offensichtlich die also Pullover designen. Ja, hier auf dem kleinsten Foto sieht man es am besten, interessanterweise. Also da ist zum Beispiel eine Schulterkonstruktion drin, die die Anpassung an den Körper, glaube ich, ganz gut gewährleistet. Und das möchte ich dann auch, hier möchte ich mich durcharbeiten, um ja, passgenauere Konstruktionen für meine zukünftigen Pullover-Designs zu haben. Ja, also ich plane mich designtechnisch durch ganz verschiedene Pulloverkonstruktionen durchzuarbeiten. Das reizt mich einfach so als technische Aufgabe. Und also ich habe jetzt mit einem Rundpasse-Pullover angefangen. Als nächstes kommt wahrscheinlich eine Raglan-Konstruktion als eine einfache Konstruktion. Und dann möchte ich mich so ein bisschen immer mehr annähern zu diesen komplexeren Konstruktionen. Ja, so dass ich da für mich und für euch verschiedene Varianten anbieten kann.
Genau, das war Frau Schäfer, Zeit zu stricken in Konstanz. Dann war ich auf dem oder beim Finkhof in Bad Wurzach. Vielen lieben Dank an die liebe Zuschauerin, deren Namen ich leider nicht aufgeschrieben habe, für diese Empfehlung. Bei irgendeiner meiner früheren Folgen habe ich ja erzählt, dass ich im Sommer durch Deutschland reisen werde, und der Finkhof wurde mir empfohlen, weil ich Naturgarne mag. Und dann sind wir auch dorthin gefahren. Als wir am Bodensee waren, sind wir halt zum Finkhof gefahren. Das ist ja so 3/4 bis 1 Stunde Fahrt, weil das keine Autobahn ist, auf der man fährt. Also das sind alles so Landstraßen, kleinere Straßen, teilweise so Feldwege, durch die man dann gefahren ist. Alles sehr gut befahrbar, also es ist jetzt nicht irgendwie total in der Pampa, aber ist halt nicht direkt an der Autobahn, deswegen fährt man langsamer, was trotzdem sehr schön war. Man fährt an irgendwelchen Erdbeerbuden, an Milchstationen, an unterschiedlichen Bauernhöfen, kleineren Städten vorbei, kann man sich die schönen Städte angucken, die kleinen Dörfer angucken. Wir haben es genossen. Also ich bin mit meiner Tochter mit dem Auto hingefahren, und das fanden wir einfach so als eine Reise, also einen kleinen Ausflug, fanden wir das sehr schön. Der Finkhof ist eine, soweit ich das verstanden habe, beziehungsweise der Finkhof, nicht der Finkhof selbst, sondern dahinter steckt eine Schäfergemeinschaft, die sich zusammengetan haben und ihre Wolle halt nicht entsorgen, sondern zu unterschiedlichen Produkten verarbeiten und verarbeiten lassen. Unter anderem halt Strickgarne. Aber man kann dort vor Ort auch verschiedene Vliese, also so quasi Teppiche, Kissen, Wärmflaschen, Bezüge, Hausschuhe, sonstige Kleidung kaufen. Und ich habe mich natürlich auf die Garne konzentriert und bin da auch fündig geworden. Und der Preis ist unschlagbar günstig. Ja, das sind deutsche Schäfer, deutsche Schafsrassen, die natürlich ein bisschen griffiger sind, aber also für mich ist das etwas, was ich am Körper auf jeden Fall tragen kann. Also diese Wolle ist auf jeden Fall bei weitem nie so kratzig für diejenigen, die empfindlich sind, wie zum Beispiel so britische Garne von Jamiesons of Shetland, British Breeds, Jamiesons and Smith. Was gab es da noch? Oder Isea-Garne sind teilweise auch ja recht griffig. Was noch? Ich würde die vielleicht so mit Holstgarnen vergleichen, wobei die Garne, die man auf dem Viehkauf bekommt, günstiger sind, dicker und haben wahrscheinlich nicht so viel Lanolin, sodass sie auch nicht so fest sind. Also die Holstgarne vor dem Waschen sind ja so ein bisschen, als wären sie so trocken. Wenn man sie wäscht, dann werden sie immer weicher. Wenn man sie trägt, dann noch weicher von alleine und werden dann ganz weich. Und so ähnlich fühlt sich die Wolle, die ich auf dem Finkhof gekauft habe, von Anfang an. Ja, die zeige ich jetzt. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. So, ich habe das hier gekauft. Jetzt mal zuerst. Hier steht drauf Schäfereigenossenschaft Finkhof. Genau, Schäfereigenossenschaft. Da sind Wolle und Naturtextilien. Die ist sogar weicher. Ja, die ist auf jeden Fall weicher als Holstgarne sogar. Genau, was steht hier noch? Da sind 100 Gramm reine Schafschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung, aus regionaler Produktion, verstrickbar mit Nadelstärke 2,5 bis 3,5, Lauflänge 300 Meter auf 100 Gramm. Genau. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Also 6. Ich glaube 6 habe ich. Das müsste für mich für einen Strickmantel reichen. Und ich möchte das zu Colorwork verarbeiten quasi, oder zumindest 2 Farben, also so ein bisschen mit dieser Farbe. Das ist der 7. Strang, den ich gekauft habe. Den gab es nur einmal, aber die Farbe hat mir sehr gut gefallen und die beiden Farben sehen natürlich super zusammen, finde ich.
Und das Gefärbte, färben sie auch selbst. Ich glaube, sie färben auch mit Naturstoffen oder Naturfarben. Das kostet 100 Gramm 6,50 €. 100 Gramm Wolle, reine Wolle, aus kontrolliert biologischem Anbau. 6,50 €. Und das kostet sogar weniger. Steht hier nicht mehr drauf, aber soweit ich mich erinnern kann, kostet das hier 5,60 € oder sowas. Ja, also das ist geschenkt. Und das ist zumindest noch so vor dem Verstricken, ist das für mich sehr gut tragbar am Körper, auch hier. Also das ist ein Schnäppchen, das ist wirklich ein Schnäppchen. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich trägt, wenn ich sie verstrickt habe. Und ich freue mich sehr auf das Verstricken, weil beim Stricken liebe ich diese Haptik. Ja, das ist, genau, das kann man mit Mondim vergleichen, nur ist das dicker halt als Mondim von Retrosaria Rosa Pomar. So, das habe ich dann auf dem Finkhof gekauft. Das ist alles, was ich noch dazu erzählen wollte, was ich so auf meiner Urlaubsreise gekauft habe. Ach nee, genau, das ist ein Buch. Ein Buch habe ich doch beim Finkhof auch gekauft. Das ist dieses hier. Die Welt der Pflanzenfarben von Dieter Kaiser. Ein sehr dickes Buch. Also groß und dick, ja, wenn man es mit mir vergleicht. Und hier geht es um verschiedene Aspekte des Färbens mit Naturfarben logischerweise. Und zwar angefangen von von Farben und ihrer Bedeutung, wie was ein Schaf ist, wie die Wolle sich verhält, wie man färbt, wie man die Wolle beizt und färbt und dann, wo die Naturfarben herkommen, wie man sie miteinander durchmischen kann, wie man überfärben kann und so weiter. Also wirklich ein sehr schöner Überblick, zumindest vor dem Lesen habe ich den Eindruck, mit sehr vielen Bildern. Ja, also mit vielen verschiedenen Bildern. Ich guck mal. Genau, mit Rezepten, wie man die Farben herstellt quasi. Und dann, wie man sie anwendet. Ich bin sehr gespannt, ob ich damit klarkomme. Das sieht für mich schon recht fachmännisch aus. Ich habe gerade so leichte, genau, also auf jeden Fall stehen hier Rezepte und werden so verschiedene Abstufungen von Farben gezeigt. Ich zeige euch mal das Inhaltsverzeichnis. Ihr könnt ja vielleicht das Bild anhalten, wenn ihr das lesen wollt, weil so ein bisschen näher dran. Hier ein bisschen näher. Und genau, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ja, ihr könnt vielleicht anhalten und vergrößern, wenn ihr auf einem kleineren, also auf einem Tablet guckt oder auf einem Handy. Das müssten die Handys mittlerweile können. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich möchte mich ein bisschen in das natürliche Färben einarbeiten, in das Pflanzenfärben einarbeiten und für mich, denke ich mal, Wolle färben, weil ich gerne Naturfarben, also Naturgarne kaufe und die gibt es halt natürlich immer wieder auch pflanzengefärbt, aber nicht so viel. Ja, also die gibt es halt meistens ungefärbt, was mir auch sehr zusagt. Ich mag halt Naturfarben, also wirklich natürliche Farben der Wolle. Aber manchmal möchte man halt ein bisschen Farbe drin haben und da möchte ich schauen, ob ich da irgendwie selbst die Farben herstellen kann. Genau, das war's zu meinem Urlaub. Jetzt kommt der zweite Teil der Folge heute. Ach nee, nein, das war es noch nicht zu meinem Urlaub. Auf der Reise haben wir ja Familienmitglieder und engste Freunde besucht. Und da habe ich eine sehr, sehr nette, ich sag mal, neue Freundin gewonnen, die zufälligerweise ein kleines Unternehmen für Kinder- und ja, Elternfotografie, sage ich mal, betreibt in der Nähe von Mainz. Und die möchte ich
wärmstens empfehlen. Die Miriam mit J betreibt das Fotounternehmen, sage ich mal, Groth Fotografie. Ich werde das hier schreiben und auch verlinken. Und sie macht wirklich wunderschöne Fotos. Sie hat von uns, also von mir und meiner Tochter, insbesondere von meiner Tochter, auf dem Pferd, neben dem Pferd sozusagen, wunderschöne Fotos gemacht. Das ist jetzt eins meiner Lieblingsfotos, also eins davon ist eins meiner Lieblingsfotos, das ich überall halt im Privaten verwende. Das werde ich nicht zeigen. Ich habe da ja eine ganz klare Strategie, keine Fotos von Kindern online. Aber ich möchte Miriam auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nochmal dafür danken, dass sie sich die Zeit genommen hat und meiner Tochter wie soll ich sagen, also mit meiner Tochter und ihrem Pferd, also Miriams Pferd, so viel Zeit verbracht hat, Fotos gemacht hat, meiner Tochter so ein bisschen gezeigt hat, wie man reitet. Das hat sich dann im Urlaub noch fortgesetzt. Am Bodensee haben wir das dann weitergemacht. Das war aber ein sehr, sehr, sehr schöner Auftakt. Und Miriam hat auch meine Fotos gemacht für meine First Impression Blouse. Eins der Fotos habe ich auch in meiner letzten regulären Folge verwendet. Das ist das Foto mit mir und den Blumen, so Feldblumen. Und dieser Version der First Impression Blouse, das ist das Foto oder eins der Fotos von Miriam. Ja, genau. Also ich wollte sie nur hier nennen und wärmstens empfehlen, wenn ihr in der Nähe von Mainz seid oder in Mainz oder wohnt und Fotos von eurer Familie, insbesondere von Kindern oder vom Babybauch machen wollt, da empfehle ich Miriam von Groth Fotografie auf jeden Fall wärmstens dafür. Jetzt bin ich fertig mit dem Bericht zu meinem Urlaub. Und jetzt kommen wir zu dem Bericht über meinen Besuch auf dem Wollfestival in Kassel. Am 8. und 9. Juli fand in Kassel zum ersten Mal ein Wollfestival statt. In dem Stadtpalais oder so hieß das, Kongresspalais. Auf jeden Fall mitten in Kassel. Und ich, und nicht nur ich, war dabei, vielleicht viele von euch auch. Vielleicht auch ein paar von euch, die mich angesprochen habt. Nochmal ganz, 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 ganz toll und ganz vielen Dank, dass ihr mich angesprochen habt. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war zum ersten Mal in dem Ausmaß. Gut, ich habe ja im Januar erst mit dem Podcast angefangen und es war bisher auf ich war in Zwolle auf einem Wollfestival. Und ansonsten war ich auf keinem Wollfestival, auch ist ja jetzt in Kassel. Und in Kassel wurde ich immer wieder angesprochen, auch von einer Zuschauerin, also hallo nochmal, die dort mit ihrer Tochter war. Und ja, dann haben sie halt beide gesagt, dass sie mich beide gerne gucken. Und da sind ja unterschiedliche Generationen zwangsläufig. Und ich fand das so süß, so schön. Ja, ich finde es immer sehr schön, wenn eine besondere Verbindung zwischen Mutter und Tochter, weil ich halt selbst eine Tochter habe. Natürlich ist das genauso zwischen Müttern und Söhnen oder Vätern und Töchtern und Söhnen und so. Aber ich bin halt selbst Mutter und ich habe eine Tochter. Und diese Verbindung finde ich immer wieder sehr erfüllend und sehr inspirierend. Und das war dann halt so von außen so noch eine ähnliche Verbindung bei jemand anderem zu sehen, fand ich sehr schön. Und andere Zuschauerinnen haben mich auch angesprochen und gesagt, und schöne Sachen gesagt. Ich möchte das nur wiedergeben, ich mache diesen Podcast natürlich, weil ich das möchte, aus meiner quasi intrinsischen Motivation, weil ich gerne darüber rede, was mir Spaß macht. Aber ich glaube, ich mache den so, wie ich ihn jetzt mache. Und ich bemühe mich so für diesen Podcast, verschiedene Sachen einzusammeln, buntes Zeug zu zeigen oder halt ernsthafte Sachen zu erzählen, weil ihr da seid, weil ihr mir immer wieder Feedback gebt.
Und ja, also an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Ja, jetzt nochmal zurück zum Wolf-Festival, beziehungsweise wir sind ja quasi auf dem Wolf-Festival. Ich bin mit Evelyn von Maschenträumer dorthin gefahren. Ich habe sie gefragt, also ich kenne sie ja seit ein paar, also seit einem Monat, 2 Monaten, also seit ein paar Monaten, sage ich mal. Ich weiß es nicht genau, wann genau das war. Ja, so vor 2 Monaten haben wir uns persönlich kennengelernt, nachdem sie mich angeschrieben hatte, dass sie ja auch in Bielefeld bzw. in der Nähe von Bielefeld wohnt und auch einen Podcast macht, den ich vorher nicht kannte. Aber dann habe ich mir den Podcast angeguckt. Es ist ein sehr schöner Podcast. Maschenträume nennt sich der Podcast. Und sie macht ihn schon seit über 4 Jahren. Und ja, als wir uns kennengelernt hatten, haben wir festgestellt, dass wir sehr viele Themen haben, über die wir wunderbar sprechen können, auch abseits des Strickens oder Wolle. Und wir haben uns super verstanden, haben dann auch nach dem ersten Kennenlernen so ein bisschen Kontakt gehalten und dann kam halt das Wollfestival. Und ursprünglich wollte ich mit meiner Tochter fahren, aber für ein Kind in dem Alter ist das ja nicht so spannend, wenn es selber nicht so viel strickt, was meine Tochter nicht tut. Also dachte ich im letzten Moment, vielleicht sollte ich sie zu Hause lassen bei Oma und Opa und mit jemand anderem fahren, der mehr zu schätzen weiß, was man auf dem Wollfestival so macht. Und dann dachte ich, ich frage mal Evelyn, vielleicht möchte sie mitkommen. Ich hatte keine Hoffnung, dass sie mitkommen wird, beziehungsweise dass sie noch nicht verplant ist. Aber es hat sich durch durch verschiedene Umstände hat sich das ergeben, dass ihre andere Mitfahrgelegenheit doch nicht fahren konnte und sie ja sonst nicht gefahren wäre. Also hat sie ja gesagt und wir sind halt zusammen hingefahren. Die Fahrt war, glaube ich, 1,5 Stunden ungefähr, so 1 bis 1,5 Stunden. Sie sind verflogen wie 3 Minuten. Wir konnten uns die ganze Zeit unterhalten. Gut, was soll man sagen? 2 Podcasterinnen, die stundenlang alleine sprechen können, treffen aufeinander. Was passiert? Wir haben gesprochen die ganze Zeit. Es war aber echt schön. Also nicht aber, es war einfach schön. Wir können über ganz verschiedene Themen sprechen. Sie sagt in ihrem Podcast immer wieder, wir haben ja einen Altersunterschied, den merkt man nicht wirklich. Wir haben einfach viele Themen. Sie hat halt natürlich auch Kinder, sie hat ein Enkelkind, auf das sie gerade aufpasst. Sie hat Töchter und wir haben halt unsere Leben und wir können uns über einiges austauschen oder wir können uns über alles austauschen eigentlich. Wir haben sehr viele verschiedene Lebensumstände besprochen, uns gegenseitig Ratschläge gegeben, auch ein bisschen über Stricken gesprochen, über Wolle, über verschiedene andere Podcasterinnen oder Podcasts, über alles Mögliche halt, ja. Genau, und dann waren wir dort angekommen. Es war ein recht warmer Tag, aber die Location ist wirklich gut gewählt. In dem, ich sag mal, Stadtpalais in Kassel gibt es einen großen Innenhof, der leider mit zu wenig Schatten versehen ist. Ja, also für so einen heißen Tag war das ein bisschen zu wenig Schatten, aber es gibt so quasi so einen Außenbereich, der im Schatten lag. Und es gibt einen zweistöckigen Innenbereich, der klimatisiert war. Und zwar angenehm klimatisiert, ohne dass man da direkt irgendwie so einen Kälteschlag bekommen hat, wenn man von außen kam oder umgekehrt. Ja. Es gab natürlich einen klaren Temperaturunterschied, was ja auch super war, weil draußen sehr heiß wurde. Aber es war trotzdem sehr angenehm, da drin zu sein. Es war dann nicht zu kalt plötzlich. Es war auch genug Platz für alle da. Also es war nicht eng. Man konnte wirklich an jedem Stand oder um jeden Stand herum sehr gut laufen, stehen, sich alles angucken. Soweit ich weiß, steht auch schon der Termin oder also sind 2 Tage fürs nächste Jahr fest. Das sind der 6. und der 7. 2024, also haltet euch den Termin frei. Ich werde höchstwahrscheinlich da sein. Genau, ich muss mir das nur notieren, damit ich den Termin nicht verpasse, wobei ich bin mir sicher, dass auf Instagram und auf anderen Kanälen wird häufiger auf diesen Termin hingewiesen. Also ich plane erstmal auch nächstes Jahr dorthin zu gehen. Ja, was würde ich also ansonsten sagen?
mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch durch diese größere Location und gute Klimatisierung und wahrscheinlich weniger Leute als in Düsseldorf letztes Jahr, fand ich das entspannter. Also einfach nur, weil wahrscheinlich, oder es war halt mehr Platz, vielleicht eine ähnliche Anzahl von Menschen, aber auf jeden Fall haben sich die Menschen gut verteilt und dadurch war das Laufen ja, in den Gängen da viel entspannter, als ich das in Düsseldorf empfand. Die Auswahl der Garne und des Zubehörs fand ich minimal weniger. Das waren, glaube ich, teilweise aber andere Anbieter. Wahrscheinlich gab es ein bisschen weniger Aussteller, kann ich mir vorstellen. Aber es gab halt auch teilweise andere Aussteller als die ich in Düsseldorf kennengelernt habe. Was mich sehr gefreut hat, weil ich da auch eine Ausstellerin, nämlich Quickstrick, kennengelernt und ihre Garne gesehen habe, die ich in Düsseldorf nicht gesehen habe. Und ja, das hat mich besonders gefreut, dazu komme ich gleich noch. Genau, das Catering war gut. Es gab, also war auch, naja, wenn man bedenkt, dass es halt Catering auf einem Festival, sage ich mal, ist, war das natürlich teurer als das Essen einfach nur so außerhalb von solchen Locations. Aber das war okay vom Preis her für so einen Anlass. Und es war ein bisschen vielseitiger als zum Beispiel in Düsseldorf. Aber da gab es ja schon sowieso viel Kritik, was Catering anging. Was ich aber beim Catering vermisst habe, beziehungsweise was ich vielleicht kritisieren würde, in Anführungszeichen, oder anmerken würde, ich fand den Umfang der Flaschen, die man da kaufen konnte, zu klein, ja, insbesondere angesichts der Hitze, die so an dem Tag war. Ja, also ich fand die Flaschen zu klein. Ich hätte mir gewünscht, dass Wasser in größeren Flaschen auch zur Verfügung stünde. Dann natürlich zahlt man dann mehr, aber dann muss man nicht dreimal hin und her rennen, bis man genug getrunken hat. Ja, das würde ich mir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders wünschen. Und ja, ein paar mehr scheitige Sitzgelegenheiten im Außenhof, also beziehungsweise im Innenhof, also im Hof, draußen, nicht innerhalb der Halle, würde ich mir auch wünschen. Aber ansonsten war die Location oder ist die Location super. Auch, wie gesagt, weitläufiger, angenehmer als die, wo früher das Wollfestival in Düsseldorf stattgefunden hat. Ich hoffe, in Düsseldorf bzw. irgendwo in der Umgebung findet vielleicht auch ein Termin demnächst statt. Ich weiß noch nicht, da gibt es ja so ein bisschen Durcheinander mit dieser Location. Ja. Und ich habe mir für den Tag vorgenommen, mir wenig Druck zu machen. Deswegen habe ich nicht sehr viel aufgenommen. Ich blende wahrscheinlich irgendwie im Laufe meiner Erzählung hier und da mal Videos oder Fotos ein, aber ich habe grundsätzlich nicht sehr viel aufgenommen. Was ich aber getan habe, solange ich noch so ein bisschen die Muße dazu hatte, weil viele Menschen auf einmal und Hitze ermüden mich relativ stark. Deswegen hat meine Kraft quasi noch für 2 sinnvolle Aufnahmen gereicht. Und zwar habe ich Kurzinterviews gemacht mit 2 Wollunternehmerinnen für Naturgarne, für lokale Naturgarne, vor allem nachhaltige lokale Naturgarne. Und zwar einmal mit, jetzt muss ich doch nachschauen, in einem Spickzettel Westfalenwolle und einmal mit Trübezahlspinnereien. Das ist auch sowas wie so eine Schäferei, Schäfergemeinschaft. Ja, wie sowas ähnliches wie Finkhof, glaube ich. Es gab noch jemanden, der dort vertreten war, noch einen weiteren oder 2 weitere Stände. Da hatte ich aber keine Kraft mehr und es war mir dann doch ein bisschen zu warm und der Kopf ist dann so viele Eindrücke, dass ich das nicht mehr geschafft habe. Ja, beim nächsten Festival mache ich vielleicht weitere Interviews, aber diese beiden blende ich gleich nacheinander ein, also schiebe ich jetzt in das Video rein.
Da hört man zwar ganz viele Hintergrundgeräusche natürlich, weil sehr viele, vorwiegend Frauen, auf einem Fleck zu finden sind. Wir waren natürlich entsprechend laut, aber man kann, glaube ich, den Ton wirklich gut verstehen. Und ich habe halt ein paar Fragen gestellt und die Wollunternehmerinnen haben mir geantwortet. Also viel Spaß erstmal bei diesen beiden Interviews. So, hi. Ja, dann erste Frage, was bietet ihr an oder was bietest du an? Bist du die Person hinter der Westfalenwolle? Ja, ich bin die Person, ich heiße Jenny. Und wir bieten regionale Wolle an, also als Strickwolle. Regional aus welcher Region? Nur aus Westfalen? Ja, also ich komme aus Borken bei Münster. Okay. Ich weiß nicht, es gibt ja hier... Ich komme aus Bielefeld. Ah, das ist sehr gut. Ja, also nur aus NRW verarbeiten wir Wolle, auch so von kleinen Hobbyhaltern. Ja. Und wir machen aus dem, was nicht zu Strickgarn verarbeitet werden kann, Düngepellets. Okay. Welche Schafsrassen sind das? Die Strickwolle ist nur aus Merino Landschaf und die Pellets sind aus einem anderen, also zum Beispiel Coburger, Fischschaf, Bentheimer. So ein bisschen oder was aus Guten. Festeres. Ja, also alles, was halt nicht so sich gut eignen lässt. Und dann haben wir noch Schaffelle, weil es gibt einige Schäfer, die... Nehmen wir mal kurz auf, die Schafsfelle. Genau. So, da sind sie. Hier ist die Wolle. Futter zusammen. Ja. Und seit kurzem haben wir auch Trocknerwelle. Die sind handgemacht, gefilzt, auch aus regionaler Wolle. Da ist ja auch die Feinheit quasi egal. Also noch ein neues Produkt, um mehr Möglichkeiten zu haben. Ja. Und genau. Das Was ist kann so, man aus eurer Wolle stricken? Wofür ist sie gut geeignet? also ich finde, sie ist ja relativ dick. Es ist ja ein Decay-Garn mit 220 Meter auf 100 Gramm. Ich finde, damit kann man super Mützen stricken oder auch so rustikale Pullover und Fair-Isle-Pullover, also mit mehreren Farben. Das kommt sehr gut. Wir haben nur 4 Naturfarben, also umgefärbt. Ja. Und, aber da kann man auch super viel mitmachen und die Struktur kommt einfach super raus, zum Beispiel von Zopfmustern oder von Rechts-Links-Mustern. Das ist dafür sehr gut geeignet. Socken gehen auch, aber ja, sind sehr dicke Socken. Ja, und sie treten sich wahrscheinlich relativ schnell durch trotzdem. Ja, Weil halt ohne Plastikanteil, was einerseits gut Genau. ist für Kleidung, aber für Socken nicht so optimal. Vielen Dank. Sie sind eins der Gesichter hinter der Marke? Rübezahl-Spinnereien aus der Nähe von Würzburg. Ah, okay. Auch ein langer Weg. Ja, 2 Stunden ungefähr. Ja, okay, das geht. Und Sie bieten Naturgarne an. Ich mache mal eine Aufnahme. Also non-superwash behandelte Garne, die auch noch mit Naturmaterialien gefärbt sind. Ja, alles reine Pflanzenfarben und zwar lichtechte und waschechte, gut erprobt nach alter Tradition. Und ich achte vorwiegend auf heimische Garne und auch auf manche englischen Garne. Wo kommt Ihre Wolle her? Viele bei uns aus der Region, Ja. also gerade die Coburger Fuchsschafwolle, Ja. bedrohte Haustierrasse oder die Pommernwolle, jetzt auch aus der Gegend. Ja, Dann das ist die weichste davon. die weichste davon ist praktisch eine Mischung aus verschiedenen Schafrassen. Ja, Und ich gucke im Moment, dass ich sehr viel Schafrassen auch bekomme, um einfach die Unterschiedlichkeit mal darzustellen. Ja, okay. Wofür kann man Ihre Wolle gut verwenden? Also wofür ist sie besonders gut geeignet? einmal für die Musterstrickerei, die Vereilstricktechnik und eigentlich für alles, für Tücher, für Jacken und Socken, was man so möchte. Okay, alles klar, danke. Dankeschön. So, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Grüße an die beiden Vertreterinnen dieser Geschäfte, sage ich mal. Es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht auch. Von Westfalenwolle habe ich auch ein kleines Geschenk bekommen. Ich habe einen Strang ihrer Wolle bekommen. Das ist dieser hier. Die ist auch toll. Ja, ich liebe es, wenn das sogar im Strang schon so natürlich aussieht. Das ist 100% Schurwolle von Merino Landschaf aus Deutschland. 100 Gramm, 220 Meter auf 100 Gramm. Ja, verstrickbar mit 3,5 bis 4,5 und Handwäsche bei 30 Grad. Also hier der Wollausweis, wie meine Tochter sagt. Hier. Westfalenwolle findet man überall, habe ich jetzt an den Zeichen gesehen, könnt ihr gerne abonnieren, beziehungsweise man kann von ihnen auch was bestellen, beziehungsweise sie, glaube ich, auch besuchen und vor Ort kaufen.
Diese Wolle fühlt sich etwas, oder eigentlich fühlt sie sich genauso an, wo ist sie? Genau, sie fühlt sich genauso an wie, oder fast genauso an wie die, die ich auf dem Finkhof gekauft habe. Ja, ist auf jeden Fall für mich nicht kratzig, ist angenehme, also ist eine angenehme Wollhaptik. Ja, riecht sehr gut. Aber nicht nach Woll, also nicht nach Lanolin. Ja, also habe ich geschenkt bekommen. Ganz, ganz lieben Dank. Bei dem anderen Stand, also bei Rübezahl Spinnereien, habe ich was gekauft, aber mit einem, ich würde sagen so 2,5% bis 5% Rabatt. Ratet mal, 100% Wolle, Rübezahl Spinnereien, naturgefärbte Wolle. Wobei das ist das, was sie im Video sagt, die weichste Wolle von ihnen ist. Sie ist auch weicher als die anderen Wollen, die ich so von ähnlichen Unternehmen gezeigt habe. Hier steht SeaWorld naturgefärbt. Jetzt weiß ich nicht, mit naturgefärbt wird keine Färbung wohl gemeint sein, sondern einfach nur, dass es Naturfarben, also natürlich ist quasi, also ungefärbt, oder? 100% Wolle, unbehandelt. Eine sehr weiche Schuhwolle, Lauflänge 200 Meter auf 100 Gramm mit Nadelstärke 3 bis 4, Handwäsche. Genau, davon habe ich 4. Davon habe ich 5 gekauft. Genau, damit ich einen dicken, lockeren oder locker sitzenden Pullover stricken kann. Ja, ist wirklich weich, ist Natur. Ja, fand ich sehr schön. Vielen Dank auch. Was noch? Zum Wollfestival. Genau, dann habe ich auf dem Wollfestival verschiedene Podcasterinnen und verschiedene Strickmenschen getroffen, die ich früher schon kannte oder mit denen ich schon Kontakt hatte in unterschiedlichen Konstellationen, oder ich gehe das einfach mal ein bisschen durch. Ich habe Quickstrick, die Kirstin von Quickstrick, kennengelernt, und sie hat sich direkt meinen Namen gemerkt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich vorher kannte. Wir hatten keine Gelegenheit, miteinander richtig zu sprechen, nur ganz kurz. Jedenfalls hat sie sich beim zweiten Treffen, also ich war zuerst an ihrem Stand und dann war ich überall sonst, und dann kam ich am Ende, bevor wir gefahren sind, auch nochmal an ihren Stand und habe auch was gekauft, und sie konnte sich aber an meinen Namen erinnern. Das hat mich ein bisschen überrascht und sehr gefreut. Das war sehr aufmerksam, Kirstin, das hat mir sehr imponiert, und ich habe bei Kirstin was gekauft. Also Quickstrick kennt ihr wahrscheinlich, ja, das ist, für mich war das ich glaube, mein erster deutscher Podcast, den ich geguckt habe und der mich angefixt hat oder der mich quasi dazu gebracht hat, einige Anleitungen bzw. einige Modelle, Designs mir anzuschauen. Jetzt wurde ich doch für etwas länger unterbrochen durch einen Anruf. Ich war bei Kirstin von Quickstrick. Genau, ich habe was gekauft. Eigentlich hatte ich nicht mehr geplant, was zu kaufen, weil ich ja bis dahin schon was geschenkt bekommen habe. Ich habe noch woanders was gekauft, was ich zeigen werde gleich. Und ich habe halt für ein Pullover von Rübezahl Spinnereien was gekauft. Und dann stand ich da und Kirstin von Quickstrick und ihre Garne wollte ich schon sehr lange kennenlernen und dachte, das ist jetzt die einmalige Gelegenheit. Ich möchte das machen. Ich finde ihre Farben sehr schön. Also sie bietet ja, soweit ich das überblicken kann, eigentlich nur Superwash Schafswolle. Aber mir gefallen ihre Färbungen wirklich sehr. Nicht alle Farben. Sie hat nicht ganz meine Palette, aber so ihre Blau- und Grüntöne haben mir sehr gut gefallen. Und dann, ja, habe ich halt ein bisschen was gekauft. Und zwar habe ich das hier mitgenommen. Die Farbe kommt jetzt nicht so rüber, wobei doch so scheinen sie, also quasi die Farbe zu haben, wie sie in echt aussieht.
Quickstrick und das ist ein Merino Singles, 100% Superwash Merino, 366 Meter auf 100 Gramm. Davon habe ich 4 Stück. Eigentlich wollte ich zuerst 3 kaufen, weil 3 reichen für mich für ein Pullover aus. Aber dann habe ich 4 mitgenommen, damit ich vielleicht so einen lässigeren Pullover machen kann. Also der Pullover, den ich im Kopf habe, den ich mit 3 Strängen stricken kann, der ist auch lässig genug eigentlich. Aber ich dachte vielleicht etwas, breiteres, vielleicht tatsächlich mit einem Silk Mohair als Beilaufgarn, etwas, ganz lässiges. Genau, da habe ich 4 Stück davon. Und dann habe ich bei Punk Rock Unicorn Prujans auch was gekauft. Das habe ich leider in Anführungszeichen schon gewickelt. Das ist dieses leuchtende Etwas. Man sieht hier nicht so viel vom Handgefärbten, so ein bisschen sieht man das, aber das ist halt so leuchtend, dass das, glaube ich, verloren geht. Man sieht das aber im Gestrick. Ich hole mal. So, ich habe jetzt das geholt, was ich damit stricke. Und dann sieht man auch, dass den handgefärbten Charakter. So, wundert euch nicht, das ist mir zu klein, definitiv. Das wird nicht meine Größe. Das wickelt sich leider zusammen, halt, weil das auf dem Seil ist. Das ist eine Kinderversion meiner First Impression Blouse. Und, also hier sieht man das Garn sehr schön. Und ihr seht, die Kinderversion, die ich gerade mache, hat nicht so viele Lace-Streifen, hat aber das gleiche Lace-Muster. Irgendwie sitzt das schief, weil die Nadeln hier unten hängen. Dann wird das so verzogen. Also, die Kinderversion plane ich im Moment nur mit einem Lace-Streifen hier oben zu machen und dann glatt rechts und unten am Körper einen breiteren Lace-Streifen zu machen und die Ärmel ähnlich zu machen wie bei meiner langärmeligen Version. Die blende ich hier ein, wie da die Ärmel aussehen. Ja, das plane ich für die Kinderversion, weil Kinder häufig, oder wie soll ich sagen, also ich stelle mir das so vor, dass Kinder meistens, zumindest ist das bei meiner Tochter so, unter einem Pullover so ein Trägerhemd oder so ein Unterhemd halt tragen mit irgendwelchen Aufdrucken drauf. Ja, und damit man diese Aufdrucke durch das Lace-Muster nicht sieht und das nicht irgendwie unschön aussieht, dachte ich mache das glatt rechts, sodass man es gar nicht sehen kann. Nur oben blickt das halt durch. Man kann den Pullover, je nachdem aus welchem Garn man den strickt und ob man dann vielleicht die Kurzarmversion macht, auch als T-Shirt tragen. Dann braucht man gar kein Unterhemd. Und dann sieht man halt beim Kind auch nichts drunter. Ja? Erwachsene Frauen tragen halt ein BH drunter. Dann sieht man ja eh nichts. Bei Kindern würde ich sagen, lieber glatt rechts machen. Dann blitzt der Körper da nicht so durch. Dann kann man das halt als Sommerversion auch einfach ohne Unterhemd tragen. Ja, das ist so knallig. Mir blendet es in den Augen dadurch. Aber ich dachte, das könnte meine Tochter erfreuen. Sowas Knalliges. Das war von Prujans. Und zwar habe ich das. Nee, habe ich noch gar nicht. Das ist hier Punk Rock Unicorn. Das ist Pure High Twist. 100% Schuhwolle, Merino. Lauflänge 365 pro 100 Gramm. Das ist aber High Twist, also verzwirnt. Und zwar stark verzwirnt. Superwash, das war klar. Lauwarme Handwäsche. Ja, genau, das ist wegen der Farbe, aber das ist trotzdem leichter zu waschen als Non-Superwash natürlich bei Kindern. Bei meiner Tochter mache ich das häufig so, dass sie halt Superwash-Wolle bekommt, beziehungsweise zum Beispiel Holzgarn Produkte, sage ich mal. Das Kratzige macht ihr nichts aus. Und Holzgarn oder Superwash kann man halt gut in der Waschmaschine waschen. Das ist der Hintergrund, warum ich bei meiner Tochter da so ein bisschen von dem abweiche, was ich gerne ansonsten trage. Genau, das war
von Punk Rock Unicorn. Dann habe ich Madame Benoit, also Julie von Madame Benoit getroffen, beziehungsweise ich war an ihrem Stand. Ich habe ja für sie vor kurzem eine Anleitung getestet. Das war das Communication Show, also so ein Tuch, so ein Viereckstuch, bestehend aus 2 Dreiecken. Eine sehr interessante Kombination, macht wirklich richtig, richtig Spaß zu stricken. Geht auch recht schnell. Ich glaube, auch die langen Varianten gingen schnell. Ich habe nur 170 cm Länge gestrickt. Und zwar habe ich dafür ihre Wildseide, also ihre experimentelle Wildseide verwendet in dieser Farbe und in so einem Grau. Ja, und dann habe ich diese Farbe noch nachbestellt. Ach ja, genau, experimentell ist das die Wolle bzw. das Garn, weil sie das nicht ins Programm aufnehmen wird. Das ist zwar wunderschön, aber das nimmt die Färbung nicht so gut an. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob das umgefärbt ist oder bei der Färbung ist das auf jeden Fall kein Problem. Ist das umgefärbt? Also die Farbe heißt Porzellanweiß. Das ist 100% Seide, Tussa-Seide, 625 Meter auf 100 Gramm. Und was wollte ich sagen? Ja, jedenfalls nehmen die anderen Farben nicht die Farbe, also nehmen die Wolle, jedenfalls nehmen das Garn die Farben, andere Farben als diese hier, nicht so gut an, wie sie sich das vorstellt. Das sieht man auch gleich bei anderen Farben, die ich zeigen möchte. Und deswegen nehmen sie das nicht ins Programm. Und ich glaube, die Wildseide ist auch nicht nachlieferbar oder nicht zu den Konditionen nachlieferbar, die passen könnten. Jedenfalls wird das nicht aufgenommen. Sie sucht noch nach anderen Anbietern, die sowas Ähnliches anbieten würden. Ja, aber diese Wolle liebe ich. Ja, das ist eine der besten Wollen, die ich, nicht die Wolle, Garn, dieses Garn liebe ich. Das ist eins der besten Garne, die ich je verstrickt habe, wirklich. Und deswegen habe ich erstens 3 Stränge in dieser Farbe nachbestellt und dann war ich in Kassel an ihrem Stand, habe sie persönlich begrüßt, wir haben uns kurz unterhalten, haben uns nochmal quasi persönlich nochmal kennengelernt. Ich habe sie schon mal gesehen in Düsseldorf, aber sie konnte sich sicher nicht an mich erinnern. Aber jetzt, liebe Grüße Julie, jetzt kann sie dich vielleicht an mich erinnern. Liebe Grüße auch an Caroline, eine Mitarbeiterin von Julie, die mich vor kurzem auf February angeschrieben hat und etwas auch zu diesem Podcast gesagt hat, beziehungsweise, dass du den Podcast guckst. Auch ganz, ganz liebe Grüße. Das hat mich sehr gefreut, was du geschrieben hast. Ja, genau. Und bei Julie am Stand von Madame Benoit habe ich noch ein bisschen zugeschlagen und habe 3 Stränge von dieser Wildseide in der Färbung gekauft. Ja, also hier finde ich das völlig unproblematisch, dass die Farbe nicht so gut angenommen wird, weil das halt so einen natürlichen Touch gibt. Und dazu habe ich diese Farbe genommen. Hier sieht man so dass die Farbe so ein bisschen klumpig angenommen wird, vielleicht, kann man so sagen. Aber ich finde, mit Grau passt das super, ja, weil das sind halt so graue Klumpen, nicht negativ gemeint, sondern neutral gemeint. Und das will ich zusammen zu irgendwas verarbeiten. Eventuell designe ich etwas damit, was ich dann mit Pure Silk noch mit teste, um halt eine Alternative zu haben, die es tatsächlich zu kaufen gibt. Aber auf jeden Fall ist dieses Garn an der Haut ein Traum. Das ist einfach nur ein Traum. Also habe ich halt zugeschlagen. So, jetzt kriege ich das nicht mehr so zusammengelegt. So, dann habe ich noch mehr Seide gekauft. Entschuldigung für den Lärm. Ich habe endlich was von Alte Künste erstanden. Ich habe Alte Künste auch in Düsseldorf letztes Jahr gesehen, aber ich war, glaube ich, zu spät am Stand oder irgendwie habe ich da nichts gefunden, was mich angesprochen hätte. Und dieses Jahr habe ich diese beiden Babys mitgenommen. Ihr werdet sagen, sind nicht meine Farben, aber sie gefallen mir trotzdem. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Das
Das ist Merino-Seide Single, also bestehend aus 70% Schurwolle, 30% Seide, Mulesing-frei, Alpenglühen 0520, Aprikon 0518, also das Aprikon, das Alpenglühen, 600 Meter auf 100 Gramm. Und da sind jeweils 100 Gramm. Und ich glaube, daraus mache ich entweder 2 oder ein Tuch. Ich glaube, so ein Tuch und so ein Tuch. Ich weiß noch nicht genau. Die waren auch reduziert und ich dachte, ich muss damit irgendwas machen. Und ich habe auch eine Tuchanleitung mitbekommen von einem Lestuch, das am Stand irgendwo so aushing. Und wenn man was kaufte, kriegte man eine Anleitung umsonst. Die habe ich dann auch mitnehmen dürfen. Ich glaube, das ist alles wo ist mein Spickzettel? Zum Wollfestival, was ich da gekauft habe. Ja. Ich habe noch Knöpfe gekauft für meinen Branche-Cardigan. Da sind diese lustigen Knöpfe mit Pilzen. Verschiedene Pilze drauf. Von Knopfdesign aus Herdecke. Ja. Die sind, aus was sind sie gemacht? Sie fühlen sich schwer an. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt Knöpfe, die ich noch annähen muss. Ich trage den Cardigan schon so, aber mit Knöpfen ist das bestimmt noch besser. Dann habe ich auf dem Wollfestival in Kassel noch Elke von Bohai Jans so eine Art kennengelernt. Ja, sie kennt Evelyn, oder Evelyn und sie kennen sich offensichtlich sehr gut. Ich glaube, Evelyn war auch schon dort häufiger, also bei Elke von Bohai Jans. Und sie haben, glaube ich, auch mehr Kontakt, beziehungsweise Elke guckt vielleicht auch ihren Podcast. Jedenfalls kannten sie offensichtlich gut. Und wir sind uns zusammen alle irgendwie immer wieder überschnitten. Ich weiß nicht, ob Elke sich an mich erinnern kann, ob sie diese Folge sehen wird. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße, falls du dort guckst. Ich fand das sehr interessant, deine Bekanntschaft zu machen. Ich finde deine Garne auch sehr schön. Ich habe letztes Jahr in Düsseldorf etwas gekauft von dir. Noch nicht verstrickt, weil ich nur einen Strang gekauft habe. Und der gefällt mir so gut, dass ich nach einem speziellen Projekt suche, dass ich damit stricke und noch keins gefunden habe. Aber das kommt bestimmt bald. Ich habe auch Marion von Willows Knits jetzt nicht kennengelernt, sondern nur gesehen. Ich bin ja manchmal, wenn große Menschenansammlungen irgendwie stattfinden, bin ich zurückhaltend, was Ansprechen von neuen Menschen angeht. Deswegen freue ich mich sehr, wenn jemand anderer mich anspricht, weil ich dann den ersten Schritt manchmal doch nicht traue, sondern irgendwie denke, ich möchte nicht aufdringlich sein oder es passt gerade nicht oder die Person spricht gerade mit jemandem und ich möchte mich nicht dazwischen quetschen. Jedenfalls halte ich mich da häufig zurück, freue mich aber, wenn ich dann angesprochen werde. Ja, also ja, ich glaube, ich sollte häufiger auf solche Festivals gehen, um diese komische Barriere zu überwinden. Es gibt auch bald hier das Solinger Wollfest oder wie das heißt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Nur wo? Auf jeden Fall in Solingen und am 29. und 30. Juli, also ganz bald. Wir haben heute den 17. in 12, 13 Tagen. Da werde ich nicht da sein. Das ist mir passt leider nicht so in die nächsten Wochenpläne. Aber Evelyn von Maschenträume wird da sein. Mal schauen, vielleicht versuche ich sie dazu zu bringen, dass sie mir ein paar Fotos schickt und ich irgendwas aussuche. Ich weiß nicht, Evelyn. Sollte ich das machen oder sollte ich vielleicht meine Wollkisten erstmal leer stricken oder wenigstens halb leer? Ja, auf jeden Fall an alle, die nach Solingen fahren oder dort in der Nähe wohnen vielleicht und dorthin gehen oder mit Fahrrad oder Radeln. Viel Spaß.
Ich hoffe, ihr werdet eine sehr schöne Zeit haben. Ich beneide euch ein bisschen. Ich werde jetzt Schluss machen mit dieser Folge. Ich habe, glaube ich, genug gezeigt, was ich alles gekauft habe. Ich sollte anfangen, damit zu stricken, damit ich nächstes Jahr leere Kisten habe. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Ich habe den Eindruck, dass es immer aufregender wird in diesem Lebensbereich von mir und von euch. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert, wenn ihr vielleicht in meinem Etsy-Shop was kauft, wenn ihr meiner Patreon-Seite beitretet, wenn ihr einfach nur wiederkommt und wieder schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.